Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974, wir sind bei Thimbleweed Park 8 und der großartige Feigris hat was, glaube ich, weiß nicht, gestern, vorgestern oder so in die Kommentare geschrieben, hat gesagt, wie ich es denn geschafft habe, im Game zu kommen und Gronk nicht. Also ihr könnt gerne den guten alten Erich anschreiben, dass er mich im Game anrufen soll. Ich gehe davon aus, der hat wahrscheinlich irgendwelche Mails verpennt, weil ich kann nämlich auch sagen, ein paar Sachen sind nämlich auch in den Spamfilter gegangen und da hatte ich dann auch Dusel. Und es war auch zum Beispiel ganz lustig, an den Key zu kommen. Das war auch nicht so einfach. Also, naja, ne? Es waren halt Milliarden von Leuten, die da das unbedingt haben wollten. Und, ja, das ist so. So, wir sind hier. So, wir haben, die... Diggen! Ich gehe da mal rein. Diggen! So, Ruhe. Wir haben, die Bewerbung abgeschickt und wir haben die Bewerbung jetzt zurückgekriegt. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt als Spieleentwicklerin Karriere machen. So, dann wollen wir mal gucken. It's a letter from Lucasfilm. Did I get the job? Ich muss mal eine Sache eben ändern. Sekunde. So, das war doch gerade ein bisschen laut. So, das ist nämlich besser, weil sonst... Dolores, you'll never know if you got the job if you don't open the letter. Ja, sonst wird das nämlich hier 10-mal übersteuert. Das wollen wir dann auch nicht. So, It's a letter from Lucasfilm. Did I get the job? wir gucken. I think I want to open this in my room, just in case it's really bad news. Gut, dann machen wir das. Das glaube ich nicht. Das ist ein Lucas Adventure. Da gibt es nur gute Nachrichten. So, ich weiß ja jetzt, wo sie wohnt. Ich weiß, das klingt falsch, aber... Das ist... Dolores. Wir sind doch füreinander bestimmt. Now that I'm in my room, I'm still so scared to open it. I need to get up my nerve. Come on, Dolores. You can do it. Dolores, Dolores, Dolores. Okay, but if it's a no, that means I'm stuck in Thimbleweed Park and have to take over the pillow factory. Ja. Come on, Dolores, open that letter. Ja, mach doch auf. Okay, but if it's a yes, what will become of Dad? Stuck here alone with Uncle Chuck. Denk an deine Karriere, Mensch. Gut, Menschen kommen nicht weit. Die enden dann irgendwann bei YouTube und machen 5,5 Jahre Videos. Ignoriert den Satz. Okay, but... Okay, I'm opening it. Yes! It's a job offer from Lucasfilm to be a game programmer. Hast du dir I'm so verdient. excited! Can't wait to tell Uncle Chuck. He'll be so proud. But first... Bisschen Moonwalking, wie geil. Geil. Das ist so geil bescheuert. Geil. Ich habe einen neuen virtuellen Lieblingscharakter, den ich heiraten würde. Liebe Freunde da draußen, ich weiß, der eine oder andere hat das Spiel schon gelöst. Ich meine, gut, ihr könnt mir jetzt live nicht antworten, weil das ist noch kein Stream. Aber ich vermute mal, ich sollte das unterbrechen wahrscheinlich, ne? Ja, kann ich auch. Gut. So. Dann gehen wir zu Onkel Chuck. Und sag ihm, hahaha. Schieb dir dein Kissen sonst wohin. Gut, ich hoffe, das macht sie höflicher, als ich das machen würde, aber gut. I can't reach that. Ja. So. Weiter. So, komm. Achso, war halt, stopp. Das können wir bestimmt noch lesen, ne? I can't wait to tell Uncle Chuck about my job offer. He'll be so proud. Quatsch. Hello, my favorite niece. So, ich habe nur eine Möglichkeit. Die nehme ich jetzt einfach. Uncle Chuck! Great news! Yes, Dolores, what is it, my dear future leader of Pillartronics? Here, read this.
You're what? You're giving up the opportunity to run Pillartronics to be a game programmer? Yes, that's what I've always wanted to do. Not run Pillotronics. I'm leaving on the first bus out of Thimbleweed Park. Then, Dolores, you are out of my will. You're giving up over $10 million. That's $20 million in 2017 dollars. Just to pick an arbitrary date in the future. You are dead to me. Geiler Gag. Dolores broke Uncle Chuck's heart and started programming those murder simulators. Real-life murder is the next logical step for her, sweetie. Stop her before she schemes her way into sweet Uncle Chuck's inheritance. Sure, we'll get right on that. Come back and see me soon, sweetie. Ciao. Ciao. I'm feeling some concern for Agent Ray. Soll ich noch mal eben kurz sagen, 6582 ruft mich an. Anrufen! So. Das haben wir durch. Dolores ist erledigt. So, erzählst du uns denn was anderes noch? Lenore. Move along, ma'am. There is a killer on the loose. Okay. Schauen können wir gar nicht, ja? That Ransom the Clown isn't very popular around here. It says he eats tuna. Gut, was jetzt nicht so schlimm ist, denke ich. If by look at you mean smell, I've already done that. I don't want to pick that up. Das ist schön. Es gab bei Larry, also Larry Lather, gab es so eine schöne Geschichte. Da gab es irgendwann mal Games, wo es dann auch schmecken, riechen. Dann konnte man also mal, wer auch immer das möchte, mal einen Mülleimer oder eine Toilette. Ja. Frau Rotschmidt-Feuchtgebiete würde sich freuen. Ich glaube sonst wahrscheinlich niemand. There's no path beyond this point. It just looks like unfinished temp part from a cut room. So, was haben wir denn noch? Closed window. Da waren wir schon drin, ne? I'd better start. The doors are locked and nobody's inside. Nothing in there but dust bunnies. Stimmt, das muss ich noch machen mit dem komischen Ding. Da muss ich mal gucken, was wir da für eine Tube brauchen. Da sind wir wieder beim Diner. Pretty disgusting. ThimbleCon 87. It's opening later tonight at the hotel. It's the back door to the diner. What a mess. Okay, erstmal Staubkorn nehmen. Okay, aber... Das ist die Bank. Wahrscheinlich erstmal... Obwohl, ich kann mal gucken. No time to talk. We have to fix this slight leak. Ja. What caused the leak? Well, the Hydrantron's tube is obviously burned out. We could use a new one. A WC-67? Yeah, we're out of that size. Must have been the signals. Yes, the signals. WC-67, danke. Dann holen wir uns das doch mal eben. Da rein, ne? Das ist ja das Leichte, denke ich. Hey there! Let's go over to the counter where we can talk. Well, hi. Welcome to Ricky's Tubes. Hä? Haben wir schon mit dem Kuchen? Since you don't sell cakes anymore, what's your store called now? Not really sure.
I've been bouncing a few ideas around since the pivot. I don't suppose you have any suggestions. In der Röhre, Röhrengucker, völlig ungerührt. Röhrenlager, natürlich völlig ungerührt. Siehe. Tube Town. Oh, that's a great name. I'm so lucky you wandered in today. The kindness of strangers is amazing. Glad I could help. Tube Town hört sich wirklich cool an. What do you think of Chuck? Oh, it's so sad that Chuck Edmund passed away. He was my hero. His booming economy gave us the bakery, and now his tube-based technology is giving me a chance to keep my store open. I think it's just the boost the town needs. What do you think about the state of the town then? It's not as bad as people make it out to be. A couple of stores have closed, sure, but it's just gonna make way for new, fresh businesses to bring life back to the town. I'm sure in no time at all, the town will be completely rejuvenated. Why did you stop selling cakes? Well, I didn't have much choice. People used to line up around the block for my muffins and pies, but over the past couple of years, business really slowed down. Oh, I'm not complaining though, because it's given me an opportunity to go in a whole new direction. Ja, genau. Warum entscheidet man sich für Vakuumröhren? Natürlich. Wenn das Kuchen nicht mehr läuft, machen wir halt Röhren. Fair. Why did you choose to sell vacuum tubes instead? Well, hon, it's the darndest thing. At first, I just sold a few spares I had lying around to try and help the bakery. But pretty soon, those bad boys were selling better than the hotcakes going stale on my racks. Are you really this happy about selling vacuum tubes? Oh, you betcha. These tubes are my life's calling. I thought I'd miss the smell of fresh bread every day, but the smell of ozone from the tubes is even better. And their electrical glow is as warm as an apple pie fresh from the oven. Okay, dann holen wir uns jetzt mal die Röhre. I'm looking for a tube. We have lots of tubes here, over 3,000 different makes and models. Do you know the 2-letter model identifier? Ja. And what is the make number? Oh, did one of the Hydrantron tubes burn out again? Oh yes, the Pigeon Brothers need one right away. Okay, I'll put it on the town's account. I'll get one for you, hun. You just wait right there. I'll be back before you know it. Where can Agent Ray be? Here you go. Give the pigeons my regards. It's a WC67 tube. So, das haben wir. Dann können wir doch bestimmt denen jetzt die Röhre geben. Vielleicht müssen wir die noch selber austauschen, aber das ist ja kein Thema. Und er nervt mit Ray. Das heißt, wir müssen also gleich sicherlich umschalten. No time to talk. We have to fix this slight leak. I got your WC67 tube. Thank you. All fixed. Here's our card in case you need any more plumbing help. We'll just clean up here and be gone soon. Pigeon Brothers Plumbing, Electrical and Paranormal Investigations. We don't... It's a water hydrant with a strangely glowing tube on top. It's a pretty big vacuum tube. Pigeon Brothers Plumbing, Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wretch around. Huh. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks, and frights. Was geht denn jetzt ab? Okay. Was bringt mir diese Cutscene? Verstehe ich jetzt nicht ganz. So, hier waren wir logischerweise. Agent Ray? Agent Ray, can you hear me? Wo sind wir hier denn? It's a pretty big vacuum tube. I might break the tube. It's a Color Copytron 3000. Natürlich. Color Copytron 3000. For all your copying needs. Copies 5 cents each. Okay, da sollen wir also bestimmt irgendwas kopieren mal.
Botulismus, Panik im S&D Diner. Also Sandy und Dave. Gesundheitsbehörden verdächtigen Hotdogs. Stinktier löst Rauchalarm im Quickie-Pal aus. Toilette unbenutzbar. Leonard ahnungslos. It's a map of the Thimbleweed Park County area. Das können wir bestimmt nicht mitnehmen. Do you know this map is a priceless first edition? Please don't touch. Warum habe ich das erwartet? Gutenberg would be proud. Welcome to the Thimbleweed Nickel. 8 years of experience and 2 degrees in journalism tells me you're a Fed. Ja, machen wir gleich. Nice chatting. Got a murder to solve. Thimbleweed. Wish I had a walkie-talkie so I could call Agent Ray. Ja. Ich will aber erst das hier machen. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory and a noise disturbance. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory and a noise disturbance. Gut. Can I help you? Ja. Erstmal fangen wir mit der Karte an. Why can't I take your map? I'm a federal agent. Okay, that's actually 2 questions. First, being a federal agent doesn't mean you can waltz into a newspaper office and take their map. We have a little thing called the 4th Amendment. And second, that's a priceless original. If you want a map, check the Quickie-Pal. Can I, as a private citizen, please have your map? Nope, it's a priceless original. Erstmal wieder 20 Mal nerven. We're here investigating the murder. Know anything? Not much, just what I heard over the police scanner. Body found in the river. I'll send my best reporter to check it out in the morning. Know who my best reporter is? Wahrscheinlich. Genau, Günther Wallraff. Clark Kent? If this damn town wasn't such a podunk, I'd have a couple of Pulitzers by now. Geil, aber Günther Wallraff zu übersetzen von Clark Kent. Lieber Boris Schneider-Jone, auch wenn Günther Wallraff hier eine lustige Option ist, ich glaube, wir alle kennen Clark Kent. Und ich weiß immer noch nicht, wenn er seine Brille abnimmt, wer er dann ist. Dann ist er auf einmal verschwunden. Verrückter Typ, sag ich euch. We'll need a complete press blackout. Not with the First Amendment still in place. The core of a strong democracy is a strong press. Eben, das ist hier nicht die Türkei. Also bitte. Don't you mean the 5th Amendment? Nope. That sets out rules for indictment by grand jury in eminent domain and protects the right to due process. So, wer hier amerikanisches Rechtssystem studiert hat, kann jetzt mal sagen, ob das hier mit der Verfassung und so stimmt. Da bin ich jetzt nicht der große Experte, aber die Pressefreiheit ist natürlich in den USA teilweise ein höheres Gut als bei uns. Das ist wohl wahr. Don't you mean the 4th Amendment? No. That prohibits unreasonable searches and seizures and sets out requirements for search warrants based on probable cause. Don't you mean the 22nd Amendment? No, that limits the number of times that a person can be elected president. Zweimal, ne? Don't you mean the 7th Amendment? Nope, that provides for the right to trial by jury in certain civil cases, according to common law. Mal gucken, wann wir alle durch haben. Don't you mean the 3rd Amendment? Nope. That places restrictions on the quartering of soldiers in private homes without the owner's consent, prohibiting it during peacetime. Der 18. Wie geil. Don't you mean the 18th Amendment? 10 Stunden No, später. that prohibited the manufacturing or sale of alcohol within the United States, but repealed in 1933. Don't you mean the 25th Amendment? Nope. That addresses succession to the presidency and establishes procedures for filling a vacancy in the office of the vice president. Der 12. Zusatz. Ich sehe schon, die nächste halbe Stunde verschiebt sich. Don't you mean the 12th Amendment? No, that revises presidential election procedures. Und dann nehmen wir noch die 19. Don't you mean the 19th Amendment? Nope, that prohibits the denial of the right to vote based on sex. Don't you mean the 23rd Amendment? Nope, that grants the District of Columbia electors in the Electoral College. Don't you mean the 15th Amendment? Nope,
That prohibits the denial of the right to vote based on race, color, or previous condition of servitude. Das hatten wir schon 22, oder? Don't you mean the 22nd Amendment? No, that limits the number of times that a person can be elected president. Das hatten wir alles schon. Also das heißt, dann wiederholt sich es wieder von vorne. Okay. Do you offer home delivery? Why? You plan on moving here? The town's got a charm to it. It's been long enough. Maybe you should just try switching to Agent Ray. Ja, ich habe diese Hinweise auch verstanden. Das machen wir jetzt auch. Ja, dann würde ich sagen, das war jetzt hier Folge 8, ne, von Thimbleweed Park. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und dann werde ich gleich auch noch Folge 9 direkt aufnehmen und dann gucken wir an, was mit Agent Ray ist. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.